Ist dein Mikrofon an? Sehr gut. Ich glaube schon, ja. Ich hoffe, schau halt lieber nochmal. Mein Gott, jetzt muss ich hier noch schauen. Siehst du, läuft doch. Ja, also. So, Robert, So, Michael. jetzt ist soweit. Was? Dass soweit ist? Hä? Ja? Okay. Ja, du hast gesagt, ich soll herkommen Ja. zu dir Ach so. und wir konfigurieren ein neues Auto. Okay. Aber das ist ja nicht bei mir. Jetzt ist die Frage, ob das dein neuer Daily wird oder für was du das Auto hernimmst. Ja, ich muss ab und zu mal zum Wertstoffhof fahren, ein bisschen einkaufen gehen und so Sachen. Das könnte ich mit dem Auto mir vorstellen. Aber ja. für einen Wertstoffhof, da müsste eigentlich eher ein SUV her. Also ich muss sagen, mit dem Rolli ging es auch. Ja? Ja. Stimmt, ja, mit dem Rolls-Royce, da bist du ja auch zum Wertstoffhof gefahren. Eben. Deshalb sowas habe ich noch nie gemacht, aber Siehst mal. dich juckt's halt einfach nicht, ne? Sowas. Nee, ich muss das halt alles selber machen. Das Du hast kann halt ich deine verstehen. Leute. Das kann ich verstehen. Wie wär's, wenn du denn eigentlich auch noch die Bildschirmaufnahmen startest? Muss ich da drauf drücken? Da drüben gibt es einen Knopf, da steht Aufnahme starten. Hey mega, jetzt sind wir auf Sendung. So Leute, also es ist soweit. Wir konfigurieren ein neues Auto und es sieht sehr danach aus, dass es ein Robert sein neuer Daily wird, oder? Okay, ja, ich hoffe mal. Also ich bin mal gespannt, ob dir der taugen wird. Du hast die Konfiguration, du warst ja im Urlaub. Ja, also hast da du die fangen wir mal an. Konfiguration eigentlich noch nicht gesehen. Nee, die würde ich auch gern sehen. Ich habe das Auto schon konfiguriert, denn ich musste das Auto schon konfigurieren. Es wird dasselbe Thema wieder sein, wie schon die letzten Male. Und zwar, Leute, wie ihr wisst, arbeite ich ja seit, es sind jetzt mittlerweile schon echt, glaube ich, 3-4 Jahre. Ja. Das merke ich auch bei meinen grauen Haaren. Ach so. Deswegen trage ich ja auch einen Helm, damit man nicht meine ganzen grauen Haare sieht. Arbeite ich mit BMW erfolgreich zusammen und angefangen von damals M2, umgebaut auf M-Performance Parts, weiß ich noch, M2 CS, M5, M5 CS. Haben wir schon mittlerweile echt einige Kisten gehabt. Dann haben wir hier den M4 Competition in Frozen Black, M4 CSL. Der steht auch noch da hinten da, oder? ich sehe die gar nicht. Der steht auch noch da. Und dementsprechend, Leute, geht's weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage gewesen, mit welchem Auto können wir denn überwintern? Also nicht wir, sondern wie kann der Robert bestenfalls überwintern? Und Robert hat zu mir gesagt, er will ein Auto haben, wo er Platz hat. So, neuer M2 ist noch nicht draußen, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht, wann das Video jetzt gerade kommt, ob er da schon vorgestellt worden ist. Gefilmt haben wir ihn auf jeden Fall schon, das glaube ich, das darf man ja sagen. Da gibt es ja kein Embargo drauf. Ich kann auch nicht sagen, ob das Ding jetzt geil aussieht oder nicht. Dazu darf ich jetzt wissen wir nichts noch sagen, nicht. weil ich ja nicht weiß, wann das Video online geht. Jedenfalls, M2 wird es nicht, weil der nämlich erst irgendwann nächstes Jahr kommt und wir brauchen ja jetzt ein Auto für den Winter. Zack, zack. Und was ist das Neueste von M, was aktuell auf dem Markt ist? Nein, es ist nicht der M3 Touring, weil das Ding hat auch zu Schade. lange Lieferzeit. Der wäre geil, muss ich sagen. Schauen wir mal, vielleicht kommt der Ja, da dann aber nächstes ich will ja Jahr nichts was. sagen. Ich will nichts Weil sagen. das Auto muss ja jetzt schon im Herbst da sein. Und dementsprechend, Leute, was ist es eigentlich geworden, Robert? Wer? Ja, was ist denn für ein Auto geworden? Ich will Welcher? mal schauen, wo wir hier überhaupt sind. Hier, wir gehen jetzt auf M. Jo. Und jetzt haben wir ja schon wirklich schon einiges durch, ne? Und das Neueste, was von BMW gerade vorgestellt worden ist, ist hier der M8. Heute als Und Coupé zwar sogar. gab es davon Alter ein Schwede. Facelift. M850i X-Drive wollen wir nicht haben, auch wenn es ein sehr geiles Teil ist. Aber wir gehen natürlich hier auf den richtigen M8 Competition Coupé. Alter Schwede. So, und das Auto werden wir uns konfigurieren. Ich musste, wie gesagt, das Auto schon konfigurieren. Ich wollte euch einfach jetzt mal hier so ein bisschen mitnehmen, wie das Auto aussieht, denn es ist nicht mehr allzu lange hin, bis das Auto kommt. Es musste alles ziemlich schnell eingeplant werden, weil sonst hätten wir es ja selbstverständlich wieder so gemacht wie beim M4, da wo ihr die Lackierung aussuchen konntet. Da war es ja damals das Frozen Black oder das Frozen Portimao Blue ist es gewesen. Dementsprechend musste ich aber die Konfiguration wirklich in ein paar Tagen abgeben, weil das Auto direkt eingeplant werden musste, damit das Auto noch pünktlich kommt. Ich hoffe, das Auto kommt auch wirklich dann pünktlich. Bin Unter ich mal Weihnachtsbaum gespannt. dann, oder? Schauen wir mal, wie bitte? Unter Weihnachtsbaum. Ja, das soll noch früher kommen, weil Ach so. vielleicht kommt irgendwas anderes unterm Weihnachtsbaum. Auch noch? Alter Schwede, das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, Robert, wie du mich dieses Jahr beschenkst. Also das muss ich wirklich sagen, finde ich mega. Dementsprechend dachte ich mir, komm, jetzt gebe ich dir mal eine M8. ja, Ja. kann man ja mal machen. Wenn du schon Project One und sonst alles rauslässt, ja, finde ich nett von dir. Dementsprechend dachte ich mir, ich gebe dir jetzt mal hier was zurück. Geben und nehmen. Also Leute, wir haben hier jetzt einmal das Weiß. Das wollen wir aber nicht haben. Wir haben hier die Metallic-Lackierungen, was ziemlich geil ist. Das ist nämlich auch hier jetzt neu.
bei dem Auto. Und zwar ist das hier nämlich dieses Isle of Man Green, was wir ja schon vom M3 Competition kennen, was damals vorgestellt worden ist. Brooklyn Grau. Wir haben ja auch dann den Individualkonfigurator. Da habe ich mich auch ein bisschen rumgespielt, aber ich muss sagen, da war keine Farbe dabei, wo ich gesagt habe, ja, das matcht jetzt richtig mit dem Innenraum. Und dementsprechend auch die ganzen Grautöne, die passen alle perfekt. Auch das Rot eigentlich ganz geil, ja. Hier haben wir dieses Frozen Pure Grey. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das sieht aber auch ziemlich geil aus. Hä, warum habe ich denn das nie gesehen? Hey, ruf doch mal an. Krass. Aber ich habe mich hier für diese Farbe entschieden. Und zwar Frozen, was steht da drauf? Tanzanite Blue. Alter, das kann ich nicht mal aussprechen. Diese Farbe haben wir genommen, weil das ist nämlich echt eine enge Entscheidung gewesen. Ich wollte eigentlich dieses Frozen Portimao Blue haben, was ja damals zur engen Auswahl beim M4 Competition stand. Aber ich werde euch gleich zeigen, warum ich mich nicht für diese Lackierung entschieden habe, sondern genau für diese. Und zwar, dann machen wir weiter. Es gibt nämlich jetzt halt hier diese neuen Felgen. Die sind jetzt beim Facelift gekommen. Alter. Leistung und alles ist gleich geblieben. 625 PS, 3,2 Sekunden. Also man kann wirklich eigentlich sagen, M8 Facelift, jetzt Coupé-Version, ist eigentlich wirklich nur so minimale Änderungen. Wirklich minimale Änderungen. Es sind ein paar neue Lackierungen dazugekommen. Denn hier, wie gesagt, die Felgen. Aber sonst motorleistungsmäßig oder sonstiges hat sich da jetzt halt wirklich nichts geändert. Aber ich bin schon immer ein Riesenfan vom M8 gewesen. Voll. Ich finde das Ding echt geil, weil du hast einfach so einen Bums drauf. Ja? V8 Biturbo-Motor, schön 625 PS. Und ja, ist ein geiles Teil. Ist mega geil. Es ist einfach ein geiles Teil optisch. Ja? Und wer weiß, wie lange wir da noch einen Achtzylinder haben, weißt? Ja, eben. So, natürlich, wir haben jetzt hier die anderen Felgen auch. Die sind gar nicht mein Geschmack. Das ist schon eher meins. Ja? Das ist auch ganz geil, aber ich habe schwarze Felgen genommen. Ja, Schwarze Felgen und wenige Speichen ist immer geil. Das sind jetzt die neuen Felgen. Dementsprechend dachte ich mir, komm, die pack mal rein. So, jetzt kommen wir zum Innenraum. Und jetzt wird spannend, weil das ist für mich wirklich ein großes Problem gewesen. Wir gehen mal hier zum Innenraum. So, Alter. Ist schon geil, ne? Ja, das ist schon ein fettes Teil. Das hat was, ja. sehe ich mich Dann, definitiv was so. haben wir hier noch? Wir haben hier das Vollleder Merino. So, dann haben wir hier das Weiß. Okay. Genau, da haben wir hier die ganzen Lackierungen, aber Das sind keine Lackierungen, junger Mann. da haben wir hier die ganzen Farben, aber wir müssen ganz kurz einmal nämlich woanders hinspringen und zwar Sonderausstattung und das wird richtig Alter geil. Schwede, was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen. Wo sind wir denn jetzt hier? Siehst du irgendwo Sitze? Interieur, oder? So, und zwar können wir jetzt nämlich auch beim M8 Facelift, wie schon im M4 damals vorgestellt, die M-Carbon Schalensitze nehmen. Schalensitze, alter Schwede. Die müssen einfach rein, auch wenn M8 ein richtig schönes, komfortables Auto ist, Ja, aber die müssen einfach rein, weil das sieht halt, tut mir leid, aber es sieht halt einfach geil aus. Wenn du die Möglichkeit hast, dann immer rein damit. Es sieht halt einfach geil aus. So, und jetzt gehen wir hier wieder rein und das ist eben genau das Thema, weil du kannst nämlich nicht, wie ihr seht, man kann nicht alle Farben mit den Carbon-Schalensitzen konfigurieren. Und dementsprechend bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich hier einfach mal hier weiß-braun. Weiß-braun. Was? Ja, genau. Was? Das ist doch genau deins, oder? Ja. Robert, was hast du denn? Jetzt komm, jetzt hab dich doch nicht. Hä? Schau mal hier, schön. Weißer Dachhimmel. Schöner weißer Dachhimmel, oder? Ist doch geil. Hä? Genau so stelle ich mir das vor, oder? Das nehmen wir so. Weiß ich jetzt nicht. Ja, was heißt, nehmen wir so? Es ist jetzt schon so eingeplant. Perfekt. Nein, das war nur ein Spaß. Und zwar jetzt hier. Es ist zwar auch etwas weiß dabei, aber natürlich dementsprechend deutlich mehr Kontrast. Und zwar hier schöner blauer Dachhimmel. Da geht schon mal ganz anders. Und ich finde, weiß ist immer mutig. Ja. Weil ich meine, wir haben ja hier auch schon
wir haben ja hier auch schon weißen Innenraum im M4 Competition. Ne? Und ich hätte nicht gedacht, dass das so gut harmoniert. Und ich bin davon überzeugt, meiner Meinung nach harmoniert das im M8 noch besser, weil es noch mal edler wirkt und du halt trotzdem hier einiges an Blau hast. Ja? Natürlich wäre es mir jetzt lieber gewesen, wenn das hier auch in Blau gewesen wäre und hier an der Seite auch, dass du einfach nur ein bisschen Weiß hast. Natürlich ist es schon heavy, aber ich finde trotzdem, es passt zum M8. Ich meine, es ist immer Geschmackssache. Es werden mit Sicherheit jetzt ein paar Leute von euch sagen, oh Gottes Willen, was hast du denn da jetzt konfiguriert? Aber ja, es ist mutig. Robert, du sagst irgendwie gerade nichts. Das ist mega geil. Also ich würde nie auf die Idee kommen, das auszuwählen, sag ich dir, wie es ist, aber... Und das ist genau eben jetzt das Thema, warum ich mich für diese Lackierung außen entschieden habe. Denn wenn wir Frozen Portimao Blue genommen hätten, das ist ein hellerer Lack. Ja. Und hier ist es ist ja hier ein dunkles Blau und dementsprechend ist das hier 1:1 der Ton wie die Außenlackierung. Ja. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden. Weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir jetzt halt auf den Innenraum wieder eingehen. So, und jetzt nehmen wir hier das Rot. Also sage ich dir ganz ehrlich. Ja gut, also. Ne? Also vor allem die Sache ist, das ist ja nicht dieses dunkle Rot, sondern das ist so ein Orange. Dann, was ist denn hier los? So, dann wär das hier noch eine Überlegung gewesen. Ja? Hier mit dem Merino sozusagen. Finde ich aber jetzt auch irgendwie nicht so, wo ich sage, dieses Braun, ich weiß es nicht. Dann hier, da kannst du gar nicht die Sitze erst nehmen. Da kannst du auch nicht die Sitze nehmen. Und da eben auch nicht. Ja gut, die Sitze sind wichtig. Und dann, ja, du kannst komplett schwarz nehmen. Warten wir mal ganz kurz. Ist hier. Aber ganz ehrlich, sorry Leute, aber ich finde es langweilig. Komplett schwarz? Was meinst du? Ja, ich finde es gewagt, aber ich finde es geil. Also das Schwarz finde ich langweilig, so wie du sagst. Ja, also deswegen komplett schwarz, lang. Und ich habe da ich habe da wirklich rumgetan, ja, weil ich sag immer, weiß ist echt mutig. Aber ich denke mir halt, zu einem 8er, zu einem M8 passt das Ganze und du hast trotzdem hier ordentlich Kontrast da, weil ich meine, ganz ehrlich, gar keine Frage. Also, gut. Das ist halt schon brutal, ne? Ja. Das ist schon richtig, richtig heavy. Ich glaube, es passt. Ja. Und ich meine auf der anderen Seite, wenn das jetzt ein Auto wäre, was jetzt für immer bleiben würde, dann würde ich es jetzt nicht nehmen, ja. Aber ich denke mir, das haben wir uns jetzt getraut, das machen wir so und das lassen wir auch so, weil letzten Endes, ich fahre eh nicht damit rum. Robert, das ist dein perfekt, Auto. Danke. Deswegen, sei froh, dass ich ihn dir nicht in Pink konfiguriert habe oder so. Eben. Im Das würde ich erst dann machen, wenn das wirklich ein Auto wäre, was du noch länger behalten würdest. Weil, offen gesprochen, Leute, wir fahren das Auto über den Winter, wir testen das Ganze, das wird auch geil. Es wird richtig geil. X-Drive, ja, MX-Drive bedeutet, wir können auch schön auf Heckantrieb umschalten, aber wenn da Schnee liegt, schön mit dem MX-Drive, da geht richtig was. Ja, der kommt ab jetzt immer quer angefahren. Da geht richtig was. So, und jetzt gehen wir weiter zu den Sonderausstattungen. Und zwar, wir nehmen natürlich das Driver Package, weil wir wollen natürlich, bis wie viel geht er denn dann überhaupt? 305? 280. Ah. Nee, 305. Hallo, wir haben eine M8 am Start. Hey, ist doch ganz klar. Dann packen wir die Carbon-Sachen noch mit rein. Ja, alle Haken dran. Dann, was hauen wir hier noch rein? Da kommt schon noch ein bisschen was. Dachhimmel haben wir eh schon am Start. Dann geht es hier weiter. Adaptive LED-Scheinwerfer, ich glaube. Komm, pack ein. Oh. Jetzt hast du kaputt gemacht. Jetzt habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Das muss natürlich rein. Ja. 200 €, dass du die 50 Jahre Embleme hast. Ja klar, das soll uns was kosten. Das ist ja brutal. Klimakomfort, Frontscheibe. Ja, selbstverständlich. Hau mal rein, Wärmepaket vorne. Ja, dass mir auch schön warm ist. Damit der nicht kalt wird, das ist ja ganz wichtig, ne? Sonst bin ich wieder krank. Brauchst du eine Sitzbelüftung? Ja. Nee, kriegst du nicht, weil du hast die Schalensitze am Start. Wozu solltest du die auch brauchen? Parkassistent. Hau mal auch mit rein. Ja, sonst fahr ich wieder an. Brauchst du Motorabdeckung in Carbon für den Flex? Ja, klar. Sicher? Selbstverständlich. Wieso stellst du dich dann vor die Tankstelle und machst Motorhaube auf, oder wie? Ja, wenn du wüsstest. Fährst du damit wieder rum? Stell mich da an die Algut und warte auf Brauchst du einen Fernseher drinnen? Also, ich habe zu Hause keinen, aber da im Auto brauche ich einen. Ach so, schläfst du dann wieder im ja, Auto, oder was? Im Auto. Das überlege ich mir noch, ob ich dir den reinmache. Okay. Das weiß ich noch.
Weiß ich noch nicht. So. Driving Assist, das Ja, wir brauchen ja den großen. Wenn, dann brauchen wir ja den großen. Teil zerlegt. Sonst hast du hast echt schon recht viel dabei. Brauchst du Keramikbremse? Ja, klar. Ja, aber du bremst doch eh nie. Stimmt, wer bremst, verliert. Ja. Also ich fände es eigentlich witziger, wenn du einfach nur mit einer Stahlbremse rumfährst. Oder gar Weil keine Bremse. Das wird der Mut. Ja, gar keine Bremse, ja. Komm, ausnahmsweise. Ja. Ausnahmsweise, weil damit nicht, wenn mit der Kamera irgendwas kaputt geht, hauen wir dir die Ja. Keramikbremse auch noch mit rein. Machen noch das große Soundsystem rein, oder? Ja, das muss auf jeden Fall rein. Das hast du, glaube ich, ausgelassen. Das war oben. Wo? War noch ein Stück hoch, oder? Da. Ah, oh, das hätte ich ja fast übersehen Alter, gehabt. Deswegen, ich habe mir fast Ah, Angst das ist ein bekommen. Muss. Das ist ein Muss. Und sonst, glaube ich, Sitzheizung für Fahrer, Beifahrer, glaube ich, ist... Hauen wir auch noch mit rein. Was haben wir denn noch? Sonst, glaube ich, sieht das Ganze jetzt gut aus. Ich glaube, sonst kommt hier gar nicht mehr so viel. Auswahl Warndreieck ist bestätigen. richtig. Ja, perfekt. Ja, so sieht dein neues Auto aus, Robert. Hey, mega geil. Also da sehe ich mich. Ich glaube, das könnte noch ein bisschen schneller fahren als mein Golf. Aber preislich musst du schon sagen, ist halt echt, boah, Das ist eine Hausnummer. Alter. 211.000 Euro. Da muss ich lange für dich arbeiten. Bist du bescheuert? Ein M8? Über Ja. 200.000 Euro. Es ist so krank einfach, wie teuer diese Autos werden. Wie gesagt, Leute, das Auto wird uns ja von BMW zur Verfügung gestellt. Wir werden ja das ganze Thema wieder mit begleiten. Schauen wir mal, ob wir da M-Performance-Teile draufpacken. Ich glaube nicht, weil wir das Auto einfach über den Winter fahren und einfach mal schauen, was da so M8-mäßig, was da geht im Winter, fahren in die Berge und so weiter. Ein bisschen, ja, vielleicht könnte so aus Versehen mal das Heck quer kommen. Passiert mal. Ja, aber boah, also Preis ist auf jeden Fall eine Ansage. Also das sage ich dir ganz ehrlich. Ja Leute, das ist er hier also jetzt der M8 Competition in dem schönen, wie heißt die Farbe jetzt schon wieder? Tanzanite? Tansania, irgendwas. Ja, Frozen Tanzanite Blue. Geile Farbe. Ich habe die Farbe noch nie in live gesehen. Also hier auf jeden Fall wirkt das Ding schon mal richtig geil. M8 Competition Facelift. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall ordentlich Spaß haben, Robert, im Winter. Ja, Hoffen wir mal, dass auch dieses Jahr ordentlich Schnee liegen wird. das bin ich mal gespannt. Und ja, dann bin ich gespannt auf eure Kommentare, Leute, was ihr zu der Konfiguration sagt, vor allem zu dem Innenraum. Ich weiß, da werden jetzt ein paar Leute sagen, oh, das geht gar nicht, dieses Weiß. Bin ich teils eurer Meinung, aber ihr habt gesehen, komplett schwarz ist langweilig. Und wie gesagt, M4 Competition haben wir ja auch schon dieses Weiß-Schwarz genommen, wo ich mir auch am Anfang unschlüssig war, aber fand ich richtig geil, hat richtig gut harmoniert mit dem Frozen Black, mit der Frozen Black Lackierung. Und ich glaube das wird geil werden. Das wird geil werden. Ja, Und glaube ich auch. ich meine, notfalls hauen wir halt einfach, was machen wir denn dann sonst? Ja, gar nicht. Ja, wir hauen einfach ein bisschen schwarzen Teser drüber, oder? Ein bisschen schwarzes Klebeband. Ja. Schwarzes Klebeband und dann wird das Ganze auch schon dunkler werden, oder? Ja, das machen wir doch so. Dann würde ich sagen, Robert, Hey, machen wir mega. Schluss, oder? Ich freue mich. Gehen wir jetzt was Mittagessen oder Abendessen? Wir waren schon Mittagessen. Ach so. Wir gehen jetzt auf die Wiesen. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir 16:30 Uhr. Dann gehen wir jetzt. Ja, Wiesen? Ist schon zu früh zum Abendessen. Nee, auf geht's. Ja, okay, alles klar. Dann gehen wir auf die Wiesen. Auf geht's, servus.